bin Andreas. Heute ist der 20. November 2019. Ich habe gerade eben Mittag gegessen und während des Essens an etwas gedacht, was vor 1 oder 2 Jahren sehr aktuell war. Das war die Informationen über das sogenannte Turiner Grabtuch. Und da habe ich so gedacht, ist ja irgendwie merkwürdig, dass das so plötzlich ans Tageslicht kommt, das Thema mit spektakulären Nachrichten. Und dann ist es plötzlich wieder wie weggefegt. Null Interesse. Es geht gar nicht weiter. Es arbeitet scheinbar niemand daran, auf jeden Fall nicht im Licht, in der Wahrheit aufgedeckt. Wenn, dann wahrscheinlich wieder irgendwo klammheimlich, im Dunkeln, jeder für sich. Der Punkt ist bei dieser Sache, das Turiner Grabtuch, sogenannte Turiner Grabtuch, soll das Grabtuch von Jesus Christus sein mit äh, den typischen Blutmerkmalen von den Verwundungen, von den Wunden der Auspeitschung. Dieses Tuch ist in den Besitz des Vatikans gelangt vor einigen Jahrhunderten, irgendwann, und wird dort gut aufbewahrt. Und es ist gesichert und es ist vor 1 oder vor 2 Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau, wieder mit modernsten Computerhilfen und modernsten Mitteln untersucht worden. Und es ist festgestellt worden, erstmal nach den allerneuesten offiziellen öffentlichen Berichten heißt es ja, zeitgemäß könnte das hinhauen, 2000 Jahre alt, das könnte stimmen, in etwa, oder 1950 Jahre oder 1960 Jahre. Also das ist der erste Punkt der Zustimmung. Der zweite spektakuläre Punkt ist, dass gesagt wurde oder behauptet wurde, das Blut lebt noch. Da habe ich so da gesessen und gedacht, ja, das ist ja, klingt ja zumindest etwas merkwürdig. 2000 Jahre altes Blut, das noch lebt. Naja, was soll ich dazu sagen oder machen? Ich kann ja nichts machen als staunen und mich wundern oder sagen, okay, ist es möglich? Aus medizinischer Sicht, die Frage, ist es möglich, kann Blut nach 2000 Jahren noch lebendig sein? Das war die nächste Frage. Und dann kommt die dritte Frage, die aufgeworfen wurde, dadurch, dass gesagt wurde, also es wurde gesagt, es kann 2000 Jahre alt sein, das Blut ist noch lebendig. Aber was verwunderlich ist, es hat nur die Hälfte der menschlichen Chromosomen. Also ist es ja nach unserer Definition ja kein Mensch. Oder ist man, wenn man nur die Hälfte der menschlichen Chromosomen hat, trotzdem ein Mensch? Muss man als Mensch eine bestimmte Anzahl von Chromosomen haben? Das ist so meine Frage. Und die andere Frage ist, was ist denn die andere Hälfte der Chromosomen gewesen? Es wird ja immer gesagt, dass Jesus Löwe war. Ist das nur ein Sinnbild oder ist es eine Möglichkeit, dass eigentlich ein Tier gekreuzigt wurde, ein Löwe? Dann hatte ich mal die Frage gestellt bei einem Beitrag, da wurde ein Knochen gezeigt in einem Video, wo ein typischer Nagel aus der damaligen Zeit durchgeschlagen wurde. Der wurde als Kreuzungsbeweis dargestellt. Da hatte ich zugeschrieben, erstens die Frage, ist es bewiesen, dass dieser Knochen von einem Menschen ist? Da habe ich keine Antwort bekommen. Die zweite Frage, ist es nachweisbar, wurde der Nagel vor dem Tod eingeschlagen oder nach dem Tod?
wenn es nicht von einem Mensch der Knochen gewesen ist, kann es ja auch sein, es ist von einem Tier und es wurde sozusagen nach der Tötung oder Schlachtung wurde es irgendwo angenagelt. Das ist nicht weiter beantwortet worden, so wie ich sowieso eigentlich, sagen wir, zu 99,99% null Antworten bekomme auf Fragen, die ich stelle. Ich werde ja in gewissem Sinne totgeschwiegen, obwohl ich in einer Art verdecktem Rampenlicht stehe, sozusagen kontrolliert. Nur ich selber stehe oft wie ein Idiot da und frage mich oft, warum machst du das alles? Du kriegst ja noch nicht mal eine Antwort. Das Interesse ist gleich null, kann ich sagen, für das, was ich mache. Da kann ich meine Zeit ja eigentlich auf andere Art und Weise besser verbringen und mich vergnügen. Und jetzt mache ich aber schon 10 Jahre lang dieses und habe viele tausend Stunden da reingesteckt. Also, meine Frage ist, wo ist dieses Thema geblieben? Mich wundert es, können so spektakuläre Nachrichten plötzlich ganz aus dem Rampenlicht kommen. Warum haben wir nicht eine Institution, sozusagen wie bei uns die Kriminalpolizei organisiert ist, aus mehreren Nationen geformt, die sich mit diesem Thema beschäftigt und mal herumforscht, was geht da eigentlich ab? Wie ist der Vatikan an dieses Tuch gekommen? Sind diese Behauptungen Wahrheit oder ist das Spekulation? Das muss ja an irgendeinem Punkt im Jahre 2019 beweisbar sein. Und wir haben jetzt ein hervorragendes Informationsnetz und vielleicht die beste Möglichkeit, um Lüge und Wahrheit unterscheiden zu können, zu recherchieren, weil wir unglaublich viel Informationen haben und unglaublich viel verschiedene ähm, Medien, die uns zur Verfügung stehen. Vielleicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte, dass so etwas geschieht, dass das nicht unter den Tisch fällt. Es ist dann mit Hilfe von Computern aus diesem Turiner Grabtuch eine 3D-Figur kreiert worden in lebensechter Größe. Sie sieht also aus, wie ein lebendiger Mensch ausgesehen hat, auch wo man die Wundung, diese Auspeitschung, der Kreuzhaken, die es ja auch, glaube ich, gewesen sind bei der Auspeitschung, die Wunden gerissen haben. Der sieht lebensecht aus, der Typ. Und ich habe so gedacht, als ich den gesehen habe, mir fällt auf, er liegt erstens auf dem Rücken, ist er dargestellt, so schlafe ich auch oft ein. Die Hände liegen auf den Genitalien oder über die Genitalien verdeckt. Da habe ich mich so gefragt, ist das seine typische Ruhehaltung? So ruhe ich nämlich auch oft, weil es einfach entspannt ist und die Hände ja völlig relaxed sind. Das ist meine Frage. Oder ist es so gemacht worden, künstlich so gemacht worden aus einer Art Scham? Das ist meine Frage. Und ich möchte gerne, dass das jetzt auf den Tisch kommt. Und ich möchte gerne, dass unsere Medien, zum Beispiel Tagesschau, Panorama, was wir an modernen Medien haben, was wir an modernen Nachrichtensendern haben, sich mit diesem Thema beschäftigen und das ins Rampenlicht ziehen und recherchieren. Was ist an diesem Thema die Wahrheit und was ist die Lüge? Und das als Symbol dafür, dass wir im Jahre 2019 in der Lage sind, zu recherchieren und nicht, wenn man etwas entdeckt, es unter den Tisch fallen zu lassen. Das ist die Gegenrichtung sozusagen, es zu verdecken, es zu verstecken. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen Informationen, so vielleicht bei der Hälfte aller Informationen, die wir seit, sagen wir mal, in den letzten 10, 20 Jahren bekommen, so, dass die auf der einen Seite aufwühlen, aufschrecken, dann sind sie plötzlich vom Tisch verschwunden, versteckt. Aber wir wissen auch, dass in diesem Versteckten das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht und Leute im Geheimen recherchieren und forschen. Und dann kommt es wieder eines Tages knallhart raus. Es fehlt aber jegliche Logik,
darin, jegliche Entwicklung darin für den Betrachter oder Normalsterblichen, wo man sagen kann, ah ja, das konnte man absehen und das ist nachvollziehbar, so und so und so hat es sich entwickelt. Und nicht bum, 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 knallhart. Und man fragt sich, ticken die noch richtig, die Leute, oder soll das die Wahrheit sein? So, auf humorvolle Art und Weise, das wünsche ich mir und das sage ich. Was ist wahr an diesen Behauptungen, die das Turiner Grabtuch betreffen? Und was bedeutet es, wenn diese darin eingewickelte Person nur die Hälfte der menschlichen Chromosomen hat? So, kann man sagen, es ist eine Hälfte Engel, eine Hälfte äh, Mensch, ist es eine Hälfte Tier, eine Hälfte Mensch? Ist es, was ist es sonst, diese andere Hälfte? Ja, das wäre mal interessant und nicht erst in 10 Jahren oder in 100, sondern dass man jetzt, wenn man das hört oder dieses Video sieht, auch damit schon beginnt, sich darüber Gedanken zu machen. Und dass man vielleicht innerhalb von ein paar Wochen, höchstens ein paar Monaten, schon mal klare Rückmeldung hat, das und das war nicht korrekt oder das und das hat sich als falsch erwiesen und das ist richtig. Und dann da dranbleiben am Ball und ihn sich nicht aus den Händen reißen lassen und vor allen Dingen nichts mehr verstecken. Wir reisen ins Licht, das heißt in die Wahrheit. Es wird nichts mehr versteckt und verborgen. Nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Das ist auch eine Aussage. So, alles klar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß bei der Aufarbeitung dessen, was in unserer Welt und Gesellschaft eigentlich Wirklichkeit ist und Wahrheit und was Lüge ist und was Betrug ist. So, und keine Angst davor, die großen Gremien zu beleuchten, was Politik, Wirtschaft, Wissenschaft betrifft oder Denkmäler, die man uns dahingestellt hat, vor denen wir uns in Ehrfurcht ducken sollen. Keine Angst davor, das zu hinterfragen. Man muss das auch alles mal beweisen können. Wir sind ja keine Idioten mehr, die blöd durch die Gegend laufen, hoffe ich zumindest. Also ciao, und der Jugend und der neuen Generation wünsche ich viel Spaß und Power bei dem Erforschen dessen, was hier so abgeht. Ja. Und danke für eure Offenheit, Kids. Danke für euer Interesse an dem, was Wahrheit ist. Und so reisen wir in die Zukunft. Okay, und ciao, ich mache jetzt hier raus ein Video. Eigentlich wollte ich Mittagsschlaf machen. Kurz, aber jetzt bin ich hier so drin. Ich mache dieses jetzt und dann werde ich das veröffentlichen. Okay, ciao, alles klaro. Ja, ciao.